Sehnst du dich nach mehr Ruhe und Entspannung von deinem oft hektischen Alltag? Nach einem friedvollen Ort, an dem du auftanken kannst? Einem Zuhause, das dir Ruhe schenkt, anstatt dir zusätzlich Kraft zu rauben? Unser Gehirn muss jeden Tag unzählige Reize verarbeiten. Lichter, Töne, Farben, Gerüche. Dieser Schwall an Eindrücken kann für uns jedoch zusätzlichen Stress bedeuten. Daher habe ich heute eine Handvoll Tipps für dich, wie du mehr optische Ruhe in dein Zuhause bringst. Hinter verschlossenen Türen. Keine Frage, offene Regale sehen toll aus, besonders wenn sie schön dekoriert sind. Für manche Dinge bewähren sie sich allerdings nicht, und das sind in meinem Fall Bücher. Über die Jahre habe ich hier die verschiedensten Systeme ausprobiert, um meine Bücher für mich ansprechend aufzubewahren. Vom Ordnen nach Farben bis dahin, die Bücherrücken zur Wand zu drehen. Richtig funktioniert hat davon für mich nichts wirklich. Im Laufe der letzten Jahre habe ich immer mehr aussortiert und auch meine Bibliothek stark verkleinert. Ich liebe Bücher nach wie vor, aber mittlerweile leihe ich mir das meiste in der Bücherei aus. Die verbliebenen Exemplare haben ihr Zuhause nun hinter verschlossenen Regaltüren gefunden und ich genieße diese Ordnung. Gib den Dingen einen Rahmen. Vielleicht hast du schon einmal davon gehört. Wir Menschen empfinden Gegenstände, die zu einer Gruppe zusammengefasst wurden, als harmonischer, als wenn diese einzeln für sich stehen. Diesen Aspekt deiner Wahrnehmung kannst du auch in deinem Zuhause für dich nutzen. Du kannst deinen Gegenständen ganz leicht einen Rahmen geben, zum Beispiel indem du kleinere Dinge auf oder in einem größeren Gegenstand sammelst, wie zum Beispiel einer Unterlage, einem kleinen Korb oder einem Tablett. Letzteres hat sich in unserem Flur zum Beispiel sehr bewährt. Die eigentliche Anzahl der Gegenstände hat sich nicht reduziert und dennoch wirkt alles ruhiger und aufgeräumter. Besonders ansprechend empfindet unser Gehirn übrigens ungerade Gruppierungen von 3, 5 oder 7 Gegenständen. Halte dir Flächen frei. Wenn es dir so geht wie mir, dann füllen sich horizontale Flächen in deinem Zuhause immer wieder wie von Zauberhand. Gerade in der Küche passiert es bei uns ständig. Daher versuche ich zum Beispiel nur die Arbeitsgeräte auf der Fläche zu belassen, die ich wirklich oft, am besten täglich im Gebrauch habe. So wirkt die Fläche gleich viel ruhiger und du hast zudem mehr Platz frei zum Kochen und Zubereiten. Teste doch auch einmal, wie sich dieses weniger für dich anfühlt. Finde deine Farbpalette. Auch ein zu viel an Farben kann uns unterbewusst stressen. Und wenn du sensibel auf eben diese Reize reagierst, dann schaffe dir in deinem Zuhause eine ruhige Farbpalette. Das heißt, du suchst dir 3 bis maximal 5 Farben aus, die deinen Wohnraum dominieren. In meinem Fall sind das zum Beispiel die Farben Grau, Weiß und Holz. Grau, das gab der Boden vor, Weiß sind bei mir die Wände und ein Großteil der Möbel. Dann gibt es noch Holzakzente und natürlich das Grün der Pflanzen. Und wenn du einmal eine für dich stimmige Farbpalette gefunden hast, kannst du diese ganz einfach mit zum Beispiel Textilien ergänzen und verändern, ganz nach Lust und Laune. Leere Wände. Mein nächster Tipp ist sehr einfach. Verzichte an manchen deiner Wände ganz bewusst auf Deko. Durch die leere Fläche bekommen deine Augen Ruhe und du bist nicht ständig dabei, etwas unterbewusst aufzunehmen. Das hilft mir zum Beispiel, mich besser zu konzentrieren. Das Umfüllen. Eine weitere Möglichkeit, visuelle Unordnung zu reduzieren, ist das Umfüllen. Oftmals kommen die Dinge des täglichen Gebrauchs mit bunten Verpackungen bei uns an.
fülle dir diese einfach in schönere Gefäße um. Verstecke Kabel. Kein Haushalt ohne Kabel. Leider sind diese nicht unbedingt eine Augenweide und wirken oft störend. Aber glücklicherweise gibt es viele einfache Wege, wie du die Kabel, unsichtbar werden lassen kannst. Zum Beispiel mit diesem DIY. Hierzu habe ich ein dünnes Brett tapeziert und mit der Wandfarbe gestrichen. Auch ein Kabelkanal kann sehr nützlich sein. Eine weitere schöne Möglichkeit ist es, die Kabel ganz bewusst in Szene zu setzen, zum Beispiel mit Textilkabeln. Und nun zu guter Letzt der Tipp, dessen Umsetzung wohl den größten Einfluss hat. So einfach er lautet, so schwer ist er doch manchmal umzusetzen. Und zwar: weniger ist mehr. Wir alle haben Dinge, die wir schon Monate, vielleicht sogar schon Jahre nicht verwendet haben. Geh doch einmal durch deine Räume und schau dich um. Sicher wirst auch du Sachen entdecken, die du nicht nutzt, die du nicht brauchst und vielleicht sogar nicht einmal magst. Durch gezieltes Ausmisten reduzierst du deinen Besitz und gleichzeitig die Unordnung. Denn mit weniger Dingen musst du natürlich auch weniger aufräumen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über deinen Daumen hoch und natürlich auch sehr, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.